Heute ein sehr ernstes Thema. Wir sprechen über den Wahoo Element Roam, der nicht mehr ganz junge Radcomputer und ob er noch sein Geld wert ist. Außerdem gehe ich auf eure Fragen ein. Viel Spaß mit dem Video. Ein guter Radcomputer kann eine Tour unterstützen und ein schlechter Radcomputer kann die komplette Erfahrung auf einer Tour zerstören. In diesem Video schauen wir uns den Wahoo Element Roam nochmal ganz genau an und stellen uns vor allem auch die Frage, ist der im Mai 2019 bereits gelaunchte Radcomputer überhaupt noch aktuell oder hat der kürzlich vorgestellte Bolt 2 den eigentlich größeren Bruder bereits an Technik und an Innovation längst überholt? Ich habe euch gefragt auf Instagram, was euch interessieren würde, und da kam eine ganze Latte an Fragen, und was dann in dem Laufe des Videos noch nicht beantwortet worden ist, das schauen wir uns dann am Ende an. Wie immer kannst du auf den Kapiteln unten vorskippen oder zurückskippen, wenn dich was nochmal besonders interessiert. Eine Sache noch, wenn dich der Computer überzeugt, dann würde ich mich freuen, wenn du über den Affiliate-Link in der Videobeschreibung bestellst. Das unterstützt mich und den Kanal enorm. Jetzt starten wir aber direkt rein und gucken uns an, was wird denn eigentlich so mit dem Element Roam geliefert. In dieser Box kam der Element Roam vor circa 3 Monaten zu mir geliefert. Und ich habe den auch wirklich auf Herz und Nieren testen können, weil ich ihn auf mehreren Touren dabei hatte und auch wirklich wissen wollte, wie ist die User Experience, wie ist die Haptik, wie navigiert er mich und macht es Spaß oder nervt es einfach nur tierisch. Wenn man diese Box aufmacht, dann sieht man schon vom grafischen Design, ist das hier wirklich gut gemacht und schön gelöst. Man holt dann diese Box raus und da ist er schon. Er ist natürlich dann aus, wenn er kommt. Was ist noch in der Box? Wir haben zum Beispiel diese Aero-Halterung drin. Die kannst du dir vor den Vorbau schrauben. Also schraubst du links neben den Vorbau, dann ist dieser ganze Apparat vor dem Lenker. Da kannst du dann super einfach den Wahoo einklicken. Der ist dann auch bombenfest da drin und schließt dann auch formschön hier vorne mit dem Wahoo ab. Das Ein- und Ausklicken funktioniert auch super gut. Falls du dieses Gerät nicht verwenden willst, haben wir dann auch noch hier einen zusätzlichen Stopfen. Da kannst du dann auch noch mal die Halterung drauf bauen und mit Kabelbindern befestigen. Außerdem da drin Bedienungsanleitungen, die ich überhaupt nicht berührt habe, weil ich auch wissen wollte, kann man das Ding auch ohne irgendwas darüber zu lesen starten und auf die ersten Touren gehen? Und die kurze Antwort ist ja, es funktioniert wunderbar. Über die Companion-App kann man die komplette Ersteinrichtung sehr, sehr schnell machen, und was auch sagenhaft gut funktioniert hat, war die Kopplung mit anderen Geräten, anderen Sensoren. Zum Beispiel habe ich von Wahoo jetzt noch den Ticker mit benutzt, also den Brustgurt, der die Herzfrequenz misst. Wie sieht er denn eigentlich jetzt genau aus? Also wir haben hier so ein Gorilla Glass Display mit 2,7 Zoll. Das Ganze ist mattiert, sodass es auch bei Sonneneinstrahlung wirklich gut zu lesen ist. Also links oben ist so ein Helligkeitssensor. Der passt die Helligkeit automatisch den Lichtverhältnissen an. Was ihr hier unten auf der linken Seite schon erkennen könnt, diese Steigung ist beispielsweise grün hinterlegt. Das Display ist ein selektives Farbdisplay, wie es Wahoo nennt. Bedeutet, bestimmte Farben können angezeigt werden. Das sind bei weitem nicht so viele wie bei einem Handy beispielsweise, aber es sind 4, 5 Stück, also rot, gelb, blau, die dann auch auf der Karte beispielsweise bestimmte Informationen über die Wegbeschaffenheit vermitteln können. Das Display ist allerdings kein Touch-Display, sondern die Bedienung läuft über diese ganzen Buttons, die auf der Seite und auf der Unterseite angebracht sind. Auf dem seitlichen Knopf hier geht der Wahoo an, beziehungsweise du schaltest dich auch hier ins Menü. Dann hast du hier Zoom- oder Blättertasten. Damit kannst du entweder rein oder raus zoomen. Ganz praktisch auch bei der Karte. Und zur Karte kommst du, wenn du auf Seite drückst, wenn du hier unten den unteren Knopf auf der rechten Seite drückst. Diese 3 Buttons auf der Unterseite sind nicht ganz so einfach zu drücken. Da muss man ein bisschen zielgenauer drücken als bei den seitlichen Knöpfen. Es ist allerdings ohne Handschuhe super einfach. Mit Handschuhen wird es dann aber vor allem, denke ich, im Winter ein bisschen friggelig. Da muss man dann schon zielen bzw. öfters drücken. Aber das könnte auch einer der Gründe sein, warum Wahoo eben für den Winter eher diese Indoor-Trainer anbietet, die wir auch noch testen. Also gerne abonnieren, falls dich das interessiert. Sonst auf der Unterseite befindet sich hier noch der USB-Ladeport. Da kann der Wahoo geladen werden. Wie lange hält der Akku? Wahoo gibt 17 plus Stunden an für die Akkulaufzeit. Das ist
glaube schon realistisch. Ich bin einmal 150 Kilometer damit gefahren und hatte das Gerät ungefähr 8,5 Stunden dabei laufen und war dann, als ich daheim angekommen bin, immer noch mit 48% Akku ausgerüstet. Dabei hatte ich aber auch noch, muss man dazu sagen, den Brustgurt hier gekoppelt. Je mehr Sensoren du eben dann auch mit dem Wahoo verbunden hast, desto stärker geht es dann auch auf die Akkuleistung. Aber mit 17 Stunden kommst du, glaube ich, auch ganz gut hin. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, wo ich wirklich überrascht war, wie gut das funktioniert. Und das ist die komplette Einrichtung, die im Zusammenspiel mit der Wahoo Companion App funktioniert. So, schauen wir uns den Element Roam in Action an. Also sobald man ihn anmacht, fährt er hoch und man landet auf dieser Menüseite. Jetzt kann man hier dieses Menü sich näher anzeigen lassen, also reinzoomen oder rauszoomen mit den seitlichen Tasten. Da ist eine Bundesstraße gelb hinterlegt. Wenn wir auf die linke Taste drücken, dann kommen wir zum Beispiel hier ins Hauptmenü. Da haben wir dann eigentlich begrenzte Auswahl an Möglichkeiten. Die LEDs hier zeigen uns die Herzfrequenz ein. Das haben wir vorher so eingestellt. Wir sehen, er ist im WLAN, er ist mit dem Telefon verknüpft. Akkustand ist 74%. Und 11:48 Uhr ist es. Dann können wir hier wählen, sind wir außen oder drin. Also wichtig, ob er GPS tracken soll oder nicht. Wenn man zum Beispiel drinnen fährt, dann muss er nicht nach dem GPS suchen und das spart natürlich Akku. Beleuchtung können wir ein- oder ausschalten. Wir können es automatisch machen. Wir können es in 5 Sekunden ausschalten lassen. Wir lassen es jetzt mal eingeschalten. Geplante Trainingseinheiten können wir hier aussuchen. Die kommen dann zum Beispiel von Dritt-Apps oder hier von Wahoo selbst. Das sind so Beispiele, Trainingseinheiten. Standort können wir speichern und verschiedene Sensoren, die wir bereits vorher schon mal mit dem Roam connected haben, werden hier angezeigt. Die sind jetzt alle nicht an, bis auf meine Campagnolo-Schaltung neben mir, die ist an. Das wird hier unten dann auch grün angezeigt. Wenn wir jetzt uns hier durch die Seiten durchnavigieren, dann können wir uns natürlich auch denken und sagen, hier wird mir die Karte beispielsweise zu klein angezeigt. Ich brauche hier eigentlich gar nicht die Gangwahl. Hier ist es schon verbunden. Wir können dann hier verschiedene Seiten dann anpassen. Wir können zum Beispiel das verschieben und dann verschiebt sich das Ganze in Echtzeit. Oder wir nehmen mal irgendwas raus. Kalorien nehmen wir raus, interessiert uns nicht. Und jetzt schaut mal auf das Feld hier. Wow, it's magic. Es ist nicht mehr drin. Yes! Und die LEDs an der Seite, also hier kann man sich dann auch noch personalisieren. Aus, Tempo, Power oder Herzfrequenz habe ich. Und das leuchtet dann entweder grün, gelb, orange oder rot, je nachdem in welcher Herzfrequenz man dann ist. Und das ist bei mir dann so meine Herzfrequenz. Und das Schöne ist, man ist am Anfang nicht komplett überfordert mit den ganzen Funktionen, sondern wächst da so ein bisschen rein und kann dieses Gerät auch, wie gesagt, sehr einfach über die App so zu seinen Bedürfnissen und für seinen Geschmack auch, welche Werte für einen wichtig sind, personalisieren. So, und jetzt wollen wir uns mal der Frage widmen, die mich ganz oft von euch erreicht hat, und zwar, ob der überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob man doch lieber zum neuen kleinen Bruder, dem Bolt V2, greifen sollte, der jetzt vor kurzem erschienen ist. Jetzt vergleichen wir die zwei mal ganz oberflächlich und gehen auf die Frage ein, wann denn auch der nächste Roam kommen könnte. Preislich nehmen die zwei sich jetzt nicht viel. Der Bolt, den gibt es für knapp 260 € zu kaufen und den Roam findet man auch schon für 270 €. Ist es also die 10 € Aufpreis wert und für wen ist jetzt welcher Bike-Computer gedacht? Was du bei beiden Bike-Computern bekommst, ist eben die sehr gute Menüführung, diese einfache, klare User Experience, die wirklich Spaß macht, die schnell geht und die jetzt auch kein stundenlanges Studieren von irgendwelchen Bedienungsanleitungen braucht. Außerdem ist das Design, wie ich finde, relativ zeitlos und du kaufst diesen Computer und hast ihn wahrscheinlich echt richtig lange im Einsatz. Deswegen ist dann auch diese Investition wahrscheinlich eine, die man echt lange abwägen muss, weil das Ding ist einfach permanent in deinem Blickfeld. Und dann gibt es eben Fahrerinnen, die wollen diesen eher großen Display vom Roam, beziehungsweise eher einen kleineren Display, der ihnen vielleicht auch nicht so ins Sichtfeld reinragt, und dann greifen sie zum Bolt. Die Displays unterscheiden sich allerdings ein bisschen. Beim Roam hast du 2 LEDs, also links und oben. Beim Roam hast du nur eine LED.
Wenn du auf diese LEDs jetzt nicht unbedingt zurückgreifen möchtest, bist du mit dem Bolt natürlich besser bedient. Die Auflösung bei dem Display vom Bolt ist allerdings ein bisschen klarer und einfach sieht ein bisschen moderner aus als jetzt hier mit dem Display vom Roam. Der größte Unterschied zwischen den beiden Radcomputern liegt wohl am internen Speicher. Der ist bei beiden nicht erweiterbar und beim Roam 2 GB groß, was wahrscheinlich reicht, wenn du in einer Region immer unterwegs bist. Wenn du allerdings planst, mehrere Länder gleichzeitig abzuklappern, kann es schon sein, dass du dann mal zwischen den Karten jonglieren musst, die dann tatsächlich auf dem Roam gespeichert sind. Anders bei dem Bolt, da hast du statt den 2 GB tatsächlich 16 GB Speicher und das ist schon mal eine deutliche Steigerung und vielen Kunden und Kundinnen auch wert, dann eher zu dem kleineren Display zu greifen. Wenn du sagst, das ist alles aber auch vollkommen egal, du willst ein kleines Display, das gut ablesbar ist, Farbe ist dir auch egal und du greifst auch vielleicht mal zu einem gebrauchten oder älteren Gerät. Der Bolt selbst, also die erste Version, die ist immer noch so für einen Neupreis von ungefähr 240 € zu haben und wahrscheinlich findest du auch einen Schnapper auf eBay. Jetzt kann man natürlich sagen, Wahoo wäre ziemlich dumm, wenn sie sich von dem neuen Bolt die Butter vom Brot von ihrem Flaggschiff, dem Roam, nehmen lassen, ohne da was Neues vorzustellen. Und ich habe für euch mal bei Wahoo nachgefragt, wann denn der neue Roam kommt, weil langsam wird es dann auch Zeit. Und es ist natürlich auch für die Kunden extrem schwierig zu sehen, welcher ist jetzt der bessere und sind diese 10 € tatsächlich irgendwie noch gerechtfertigt. Und das Statement von Wahoo war, es gibt weder offiziell noch inoffiziell jetzt gerade eine Bekanntgabe, wann es zu einem neuen Roam oder zu einer Vorstellung von dem neuen Roam kommt. Klar ist aber, dass Wahoo, wie ungefähr jeder Elektronik oder auch jeder Hersteller, der gerade in Fernost produziert, ein Problem damit hat, die Produktion bzw. die Liefersituation einzuschätzen. Deswegen kann da jetzt momentan auch noch gar keine klare Aussage getroffen werden. Und für mich klang das jetzt auch eher so, als würde der Roam erstmal weiterhin das Flaggschiff bleiben. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie einfach es ist, eine Strecke, die man vorher beispielsweise auf Komoot geplant hat, auch ins Wahoo zu integrieren. Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Testtour, die wir einfach mal auf der Desktop-Version speichern. Das Ganze geht auch auf dem Handy. Hier kann man es nur besser zeigen. Jetzt ist es in Komoot gespeichert. Ich benutze die Bezahlversion von Komoot, die brauchst du, da musst du einmal 30 € zahlen, aber dann ist es auch einfach koppelbar. Jetzt sehen wir in der Companion-App, dass diese Route uns auch synchronisiert wird, also die letzten Komoot geplanten Routen werden jetzt importiert und hier wird die Testtour dann auch schon angezeigt. Und jetzt können wir hier oben auf Select drücken und dann synchronisiert sich der Wahoo mit dem Handy und zeigt uns dann gleich an, dass er über diese Route verfügt. Er lädt jetzt hier oben die Strecke. Aha. Er sagt Route zum Start, also willst du loslegen? Wir sagen, ja okay, machen wir. Er zeigt uns hier die Karte an, die Route ist geladen. Und los geht's. Was jetzt hier ganz schön ist, unten wird halt der Weg zur Route auch schon angezeigt. Die Karte dreht sich nicht, das habe ich ausgestellt. Und dieses blau hinterlegte, diese Pfeile, die zeigen den Weg zur richtigen Route und die beginnt jetzt eben hier. Kinderleicht und gerade weil es nicht so unnötig kompliziert ist, macht es auch Spaß, mal schnell eine spontane Tour zu planen und anschließend gleich loszulegen, ohne daran zu denken, ja, wie kriege ich den GPX-Track jetzt auf meinem Computer? Kommen wir jetzt in dem Abschnitt zu euren Fragen, die mich über Instagram erreicht haben. Vielen Dank dafür. Eine Frage war zum Beispiel von 300, Luxus oder nützlich im Vergleich zum Handy oder günstigeren Geräten? Und das ist ist wirklich eine spannende und gerechtfertigte Frage, weil ich zum Beispiel auch immer mit günstigeren Geräten selber unterwegs war und der Meinung war, günstige Geräte schränken einen in dem ganzen Fahrspaß so ein, dass man dann doch lieber, gerade auch vielleicht bei kürzeren Touren, zum Handy greift und da lieber in eine gute Handyhalterung investiert und dann einfach mehr Freude daran hat, wie ein beispielsweise die Komoot-App navigiert, als wenn das jetzt ein günstiger Einstiegsfahrradcomputer macht. Bei dem ist es jetzt allerdings anders. Da ist die Bedienung und die Ablesbarkeit deutlich einfacher und ich finde,
Der Fahrradcomputer hier versucht jetzt nicht ein Smartphone zu sein. Das ist eher ein Gerät, das dabei hilft, die unnötigen Funktionen vom Smartphone zu entfernen und dem Fahrer genau die Informationen und Funktionen auch bereitzustellen, die während der Fahrt nützlich sind und die einfach zu erreichen sind, vielleicht sogar einfacher als mit einem Touch-Display am Handy. Das ist natürlich persönliche Präferenz. Ich habe es jetzt mit dem zumindest mehr genossen als mit dem Handy, weil das Handy bei manchen Fahrten einfach, ja, mag ich es einfach nicht, wenn das beim Sichtfeld drin ist, und außerdem ist die Akkulaufzeit von meinem Handy begrenzter als die von dem Roam. Pro und Contra im Vergleich zum Garmin will SUSE 101 wissen, und dazu kann ich leider gar nicht so viel sagen, weil ich von Garmin noch nicht die High-End-Radcomputer getestet habe. Für mich war das jetzt auch der erste High-End-Flaggschiff-Computer von Wahoo, und von Garmin habe ich mal das Einstiegsmodell getestet. Das war jetzt nicht ganz so krass, also das war da glaube ich nicht sein Geld wert. Es wäre aber unfair, wenn man das Gerät mit dem Element Roam, was ja das beste Modell von Wahoo ist, vergleicht, weil ja doch 200 € knapp Unterschied zwischen den beiden Geräten liegen. Wenn es euch interessiert, kann ich aber auch nochmal die Garmin High-End-Geräte testen. Ist die Bedienung über die Tasten während der Fahrt komfortabel oder eher nervig, will Phil Sold wissen. Und ich fand eigentlich, dass die Bedienung sehr einfach geht. Man gewöhnt sich auch total an das Display, also auch die Displaygröße fand ich jetzt ausreichend. Und im Laufe der ganzen Touren, die ich damit gemacht habe, wurde mein Auge auch immer geschulter damit, wo es genau hinschauen muss während der Fahrt, um bestimmte Werte eben zu erfahren, wie Geschwindigkeit, Abbiegehinweise oder auch den Puls. Auch während der Fahrt sehr, sehr einfach zu bedienen, und ja, die Knöpfe zum Blättern und gerade auch zum Zoomen und zum Reinzoomen, das geht super gut. Fidney Offley will wissen, wie hast du deine Seiten konfiguriert und welches ist deine Hauptseite beim Fahren? Und ich bin am Anfang, weil ich die Bedienungsanleitung nicht gelesen habe, bin ich einfach mit der Standardkonfiguration gefahren und bin relativ gut damit klargekommen. Vor kurzem habe ich jetzt aber spaßeshalber, weil ich gerade ein Rad mit der elektronischen Schaltung dabei bei mir habe ich die Campagnolo Super Record EPS mit dem Wahoo gekoppelt, und da kann man sich eben anzeigen lassen, in welchem Kettenblatt vorne bzw. in welchem Ritzel man hinten auch fährt, und sich ja, die Gangzahl dann damit auch anzeigen lassen. Das ist eine Spielerei, die ich jetzt auch auf meiner Hauptseite mit drin habe. Die war davor nicht drin, und dann habe ich auch also meistens bin ich auch auf der Kartenfunktion unterwegs, weil mir die Navigation recht wichtig ist. Und dann habe ich es noch so konfiguriert, dass die LEDs auf der linken Seite mir eben anzeigen, in welchem Pulsbereich ich unterwegs bin, also jetzt eher im Cardio-Bereich oder im Fettverbrennungsbereich, weil das gerade was ist, was mich gerade persönlich auch ein bisschen interessiert. Jordi möchte wissen, kann ich meine ultra krassen Werte dann gleich auf Strava posten? Ja. Also das funktioniert wirklich instantly. Du kannst, wenn du die Tour beendet hast, dann drückst du auf Speichern und dann kriegst du sofort eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dass deine Route auf den Plattformen hochgeladen worden ist, die du ausgewählt hast. Das war jetzt bei mir Komoot und Health, also von Apple Health, ein bisschen zur Gaudi. Strava habe ich wieder rausgenommen, das war mir zu stressig. Mit oder ohne Sensor will Chris Schneider wissen, und ich glaube, das ist eine Frage, die zielt eher darauf ab, ob ich jetzt einen Geschwindigkeitssensor mit benutzt habe, weil Brustgurt habe ich ja mit dran, aber das hat ja für das Gerät jetzt auch keine Auswirkung. Aber der Geschwindigkeitssensor, den Wahoo eben auch anbietet, den habe ich noch nie benutzt, aber ich habe gelesen, dass der in Tunnel anscheinend ja, ein bisschen zuverlässiger ist als jetzt nur das Gerät alleine, und dann zerhaut es einem die Durchschnittsgeschwindigkeit wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe jetzt da auch nichts vermisst. Ich hatte die automatische Stoppfunktion auch drin, und wenn du stehen bleibst, innerhalb von einer Sekunde ungefähr, merkt das Gerät, dass du stehen geblieben bist, und hört dann auch auf zu tracken, und das verhaut dir dann auch nicht deine Durchschnittsgeschwindigkeit. Probleme hatte ich mit dem Gerät jetzt an sich keine, also es ist immer flüssig gelaufen, habe mich gut navigiert. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen fuchsig gemacht hat, das war, dass die Konnektivität zu dem Brustgurt abgebrochen ist nach ungefähr 2-3 Stunden. Da muss ich noch rausfinden, woran das lag, und kann natürlich daran gelegen haben, dass ich bei den Touren immer so einen GoPro-Brustgurt zum Filmen dran hatte, der da auch dran gescheuert hat. Aber das war so das Problem, mit dem ich am meisten zu kämpfen hatte. Mit dem Gerät selbst war ich aber vollkommen problemlos unterwegs. Die Joji will wissen, was passiert, wenn ich von der geplanten Route abweiche, werde ich zurücknavigiert. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptpunkte, warum der Wahoo Element Roam eben so teuer ist, weil er eben auch
ja, auf eigenes Kartenmaterial zurückgreifen kann und eben dieses Rerouting kann. Und das macht er wirklich hervorragend, finde ich. Wenn du dich verfährst, dann könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass du nicht nur nicht abgelesen hast, wo du abbiegen musst, sondern es könnte ja auch sein, dass da gerade irgendwie eine Straßensperre oder so ist, was jetzt da nicht gespeichert ist. Und das rechnet der jetzt auch mit ein, sodass du beim Rerouting meistens auch nicht zurückgeschickt wirst, was ja ultra nervig wäre, weil dann müsstest du ja diese Straßensperre zweimal sehen. Und das fand ich ziemlich gut und das hat mir auch beim Fahren Spaß gemacht, weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn du ständig bremsen musst, wenden musst. Und das war jetzt bei der Navigation mit dem Computer wirklich gut gelöst. Wie lassen sich Trainingspläne planen? Das ist eine Frage von Moneyman. Die Trainingspläne kannst du zum Beispiel importieren und nutzen von Training Peaks oder Trainer Road. Also zwei Apps, die ja eben Trainingspläne, das Nutzen von Trainingsplänen anscheinend zulassen, habe ich jetzt auch nicht genutzt. Und das kannst du dir dann direkt auf den Wahoo ziehen. Dabei kannst du sogar dir die Restdistanz anzeigen lassen von einem bestimmten Trainingsabschnitt, den du dir halt dann vorher zurechtgelegt hast. Das funktioniert wiederum meines Wissens nicht beim Navigieren von, wenn du ohne Training quasi unterwegs bist, sondern mit einer ganz normalen Routenführung. Und Marius Baschten hat eine ziemlich interessante Frage gestellt. Kann man ihn auch nutzen, wenn man das Handy zu Hause lässt? Ich glaube, das würde gehen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil es könnte ja ein wichtiger Anruf kommen. Man weiß ja nie. Bin ja nicht verrückt. Aber theoretisch ist es möglich, weil dieses Gerät ja über ein eigenes GPS verfügt. Du müsstest dir halt nur vorher entweder die Komoot-Route über das Smartphone dann draufladen und dann das Handy daheim lassen, oder du machst es anders, du navigierst über das Gerät komplett, kannst dann über die Karte selbst zu einem Point of Interest oder zu einem bestimmten Punkt, den du vorher als Lieblingsort markiert hast, navigieren. Und ja, das geht natürlich auch. Ich habe es allerdings immer so gemacht, wenn ich zum Beispiel bei einer Tour umgedreht bin, dann habe ich das nicht mit der Navigation von dem Gerät gemacht, also zurück zum Start oder zum Startpunkt, dann ist es genau die gleiche Route, sondern ich habe das dann kurz über Komoot geplant. Also ich hatte dann zum Beispiel mal eine Tour, da hatte ich einen Hitzschlag und bin dann nach 20 Kilometer umgedreht, wollte aber was anderes noch fahren. Und das war dann auch ganz interessant, habe dann über Komoot eben eine schöne Rennradtour zurückgeplant, die dann auch mit Highlights gespickt war. Das Ganze ging ja auf dem Handy auch relativ schnell, also innerhalb von 30 Sekunden war die Tour fertig. Dann wird die in die Wahoo-App importiert und anschließend ist sie dann auf dem Wahoo selbst. Und mir war jetzt dann noch wichtig, dass dann das Getrackte nicht überschrieben wird, dass dann quasi nicht als neue Tour gezählt wird, sondern dass dann oben drauf gezählt hat, sodass dann aus dieser 20 Kilometer Tour am Schluss dann eine 35 Kilometer Tour geworden ist, die dann auch so auf Komoot als gefahrene Tour angezeigt wird. Wäre schade, wenn das nur 22 Kilometer Touren gewesen wären. So, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst mich die gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen mit dem Wahoo Element Roam, beziehungsweise auch schon mit dem neuen Bolt. Dann lasst uns das auch gerne in den Kommentaren wissen. Ist wahrscheinlich für alle interessant. Und mir hat der Test Spaß gemacht. Ich bin wirklich erfreut, dass der Radcomputer auch mein Bild über Radcomputer wieder erheblich verbessert hat. Ich bin begeistert von dem Zusammenspiel zwischen App und dem Gerät und freue mich eigentlich, dass dieses Gerät nicht komplett überfrachtet ist mit einer komplizierten Menüführung, sondern eigentlich auch das alles, was kompliziert wäre, mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten zu durchdrücken, der App überlässt. Und da kann man dann mit dem Touch-Display von dem Handy einfach viel besser und viel akkurater auch seine ganzen Parameter bzw. auch seine Display-Einstellungen einstellen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Außerdem finde ich auch, dass das Display sehr gut ablesbar war, was für einen Radcomputer eigentlich essentiell ist. Ich glaube, wenn du jemand bist, der bereit ist, ein bisschen mehr zu investieren, weil ihm eben auch die Kopplungsfähigkeit von dem Radcomputer wichtig ist, also gerade auch der Aspekt, dass du Wattmesspedale vielleicht irgendwann nutzen willst, dass du aber vielleicht auch eine elektronische Schaltung haben willst, die du koppeln willst, oder dass du ganz einfach mit einem Wahoo daheim, also mit einem Kicker oder einem anderen Radcomputer daheim trainierst, das kannst du ja auch super gut eben koppeln. Und das ist, glaube ich, die große Stärke neben der einfachen Menüführung, dass die Sensorik so gut aufeinander anspringt, dass man halt wirklich keine
15 Stunden irgendwelche blöden Sensoren miteinander verkoppeln muss, sondern dass es halt wirklich innerhalb von Minuten geht, was absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Selbst die Campagnolo-Schaltung hier hinter mir habe ich innerhalb von 2 Minuten hier mit dem Gerät gekoppelt und das ist dann schon schön, wenn es so einfach geht. In Zukunft wird es wahrscheinlich noch einfacher gehen, deswegen bleibe ich für euch dran. Eventuell gibt es bald einen Test von einem Garmin-Äquivalent, würde mich freuen, oder sogar von dem Bolt oder von dem neuen Roam, aber wer weiß, wann der rauskommt. Vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin und bis bald. Viel Spaß beim Fahrradfahren. Ciao.